Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Europa bereitet sich auf den Alltag mit dem Coronavirus in Herbst und Winter vor. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen dabei vor denselben Fragen. Zum Beispiel, müssen Reisende getestet werden und wenn ja, welche Reisende aus welchen Gebieten müssen sie in Quarantäne und wenn ja, wie lange? Wie kommen wir gemeinsam bestmöglich an Impfstoffe und wie verteilen wir diese? Wie stellen wir vor allem sicher, dass alle Länder und nicht nur die wirtschaftlich stark sind, auch Zugang zu Impfstoffen haben? Wir wollen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft diese Fragen grenzübergreifend gemeinsam klären. Europa ist nur gemeinsam stark. Europa ist gerade in dieser Pandemie nur gemeinsam stark. Das Virus kennt keine Grenzen und deswegen sollten wir auch in dem Kampf gegen dieses Virus keine Grenzen kennen, sondern zusammen in Europa, in der Europäischen Union arbeiten. Das ist etwas, was wir ganz sicher einmal mehr in dieser Pandemie bis hierhin schon gelernt haben. Deswegen habe ich meine Kolleginnen und Kollegen, die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, heute zu einer Videokonferenz zusammengerufen, unter Beteiligung natürlich auch der Europäischen Kommission, um bei Reiseauflagen und für die Finanzierung der Impfstoffversorgung in Europa ein gemeinsames Verständnis für ein gemeinsames Vorgehen zu finden. Bei Impfstoffen sind wir schon relativ weit, auch gemeinsam als Europäische Union. Wir haben ja vor einiger Zeit begonnen mit einer Initiative von 4 Staaten, Italien, Frankreich, die Niederlande und Deutschland. Das haben wir dann bald zusammengeführt mit den Bemühungen der Kommission, der Europäischen Kommission, im Auftrag aller 27 Mitgliedstaaten Impfstoffversorgung sicherzustellen. Dabei hat uns, das will ich auch jetzt mal als deutscher Gesundheitsminister sehr ausdrücklich sagen, vor allem die Frage eben umgetrieben, Zugang für alle 27 zum selben Zeitpunkt und auch fair verteilt möglich zu machen. Länder wie Deutschland, Frankreich, andere Länder, Niederlande mögen im Zweifel für sich auch alleine den Zugang zu Impfstoffen sicherstellen können. Aber uns wurde sehr schnell, sehr klar gemeinsam innerhalb der Europäischen Union, dass gerade für auch kleinere Mitgliedstaaten es sehr schwer sein könnte, auch zumindest mal in der ersten Versorgung mit dabei zu sein und Verträge zu schließen. Und ich denke, genau das macht Europa und Europäische Union aus. Gemeinsam sind wir stärker im Interesse von allen, dass wir dann eben entschieden haben, nicht jeder kauft für sich Impfstoffe und sichert Impfstoffe, sondern wir machen das zusammen mit der Europäischen Kommission. Dafür garantieren wir schon heute den Unternehmen, mit denen verhandelt wird, einen Preis für den Fall, dass es zu einer Zulassung kommt. Wir gehen schon in eine Vorfinanzierung von Produktion und Entwicklung, damit auch sichergestellt ist, wenn es zur Zulassung kommt, dass dann sehr zügig auch Versorgung mit den ersten Dosen zum Impfen sichergestellt werden kann. Für diese Herangehensweise sind bereits 2,15 Milliarden Euro im EU-Haushalt reserviert. Einen dieser Verträge mit AstraZeneca, das ist ja auch schon bekannt öffentlich, einer dieser Verträge wurde bereits geschlossen. 7 weitere sind in den nächsten Tagen und Wochen unterschriftsreif. Uns war von Anfang an wichtig als Mitgliedstaaten, dass wir unterschiedliche Technologien, es gibt beispielsweise die Vektortechnologie bei Impfstoffen, mRNA-Impfstoff, eine ganz neue Technologie, proteinbasierte Impfstoffe, dass wir verschiedene Technologien, verschiedene Anbieter und auch verschiedene Zeitpläne im Portfolio haben, um eben sicherzustellen, dass wir nicht nur auf einen angewiesen sind und abhängig sind, sondern tatsächlich in jedem Fall auch bestmöglich wir uns absichern. Eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten hat sich heute dafür ausgesprochen, das Impfstoffbudget für diese Verhandlungen noch mal weiter zu erhöhen und auch nationale Beiträge dazu zu machen, weil es absehbar nicht vollständig reicht. Wir brauchen eine zusätzliche Finanzierung von bis zu 750 Millionen Euro. Ich habe deutlich gemacht, dass wir uns als Deutschland vorstellen können, auch bezogen auf unsere wirtschaftliche Stärke, unseren Beitrag zu leisten. Viele andere Staaten haben das grundsätzlich auch. Und jetzt werden wir in den nächsten Tagen das eben konkret machen, dann auch in dem Commitment, wie man dann in einem solchen Rat sagt, das dann verbindlich abzugeben ist. Klar ist, das Ziel ist, wenn es einen Impfstoff gibt, soll er für alle EU-Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen fair zugänglich sein. Auch bei den Reiseauflagen haben wir ähnliche Interessen. Wir wollen verhindern, dass sich die Regeln für Reisen
in Europa und nach Europa zu stark unterscheiden. Das sorgt nur für Verunsicherung und auch für Probleme in den Grenzregionen. Deshalb haben wir mit einem Schwerpunkt heute dieses Thema diskutiert, nämlich die Frage von Quarantäne- und Testbestimmungen bei der gegenseitigen Einreise in die Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Dabei konnten wir uns darauf einigen, dass nach Reisen aus Risikogebieten eine generelle Quarantäne von mindestens 10 Tage angezeigt ist. Einige Staaten wollen sich die Möglichkeit erhalten, auch über 10 Tage hinauszugehen. Aber mindestens 10 Tage war der tatsächlich von allen auch mitgetragene Konsens an dieser Stelle. Etwas umstrittener ist die Frage, und die werden wir noch weiter bearbeiten, ob es möglich sein soll, durch ein negatives Testergebnis nach 5 Tagen auch europaweit im gemeinsamen Ansatz dann die Quarantäne zu verkürzen. Ich will dazu sagen, dass wir für die deutsche Debatte, das interessiert natürlich die Bürgerinnen und Bürger am meisten, was folgt jetzt daraus, auch für uns hier in Deutschland, dass wir diese Debatte und diesen Ansatz mindestens 10 Tage jetzt aufgreifen werden. Wir sind ja gerade dabei, in Umsetzung des Beschlusses der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Frau Bundeskanzlerin die Teststrategie, die Quarantäneverordnung und auch generell die Empfehlung Richtung Herbst-Winter zu überarbeiten. Ziel ist, dass Anfang Oktober eben sozusagen das Rahmenwerk steht für Testen, für die Teststrategie, welche Tests bei wem, wann, wo, wie angezeigt sind und die Kosten übernommen werden, und für die Frage der Quarantäne. Und die Debatte heute aus dem EU-Ministerrat wird darin einfließen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dazu eben auch gehört, eine 10-tägige Quarantäne dann für Reiserückkehrer und möglicherweise darüber hinaus. Wichtig ist abschließend, dass wir die Ergebnisse unserer heutigen Diskussion mit anderen Debattensträngen, etwa im Bereich der Regelung für Grenzschließungen, schnell zusammenführen. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Diskussionspunkten und Foren aktuell in Brüssel. Die Kommission hat heute auch ein weiteres Non-Paper veröffentlicht. Das begrüße ich ausdrücklich. Ich denke aber, es ist wichtig, dass wir jetzt eben zügig miteinander innerhalb der Europäischen Union diese Vorschläge bewerten und zu einem großen Ganzen für das Reisen innerhalb der Europäischen Union zusammenführen. Einen Beitrag konnten wir heute mit dem EU-Ministerrat dort dazu leisten. Aber so wie die Pandemie weitergeht, wir sind noch mittendrin, gehen auch die Diskussionen noch weiter. Entscheidend ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, vielleicht mehr als zu Beginn der Krise, dass es eben am besten gemeinsam geht innerhalb der Europäischen Union.